glaube, das wird einem da nochmal bewusster, dass es eben, dass all das nicht selbstverständlich ist. Dass er frisst, dass er trinkt, dass er lebt. All das ist ein Geschenk und das wissen wir zu schätzen und deshalb genießen wir einfach jeden Tag und hoffen natürlich, dass wir ganz lang zusammen haben. Ach, Boden. Spannend. So. Guten Morgen. Hi. Moin, Bubi. Hi. Also Bubis Alltag ist vor allem geprägt durch seine täglichen Rituale, die an sich einfach schon sehr viel Zeit einnehmen, weil alles in Slow Motion passiert und alles einfach viel, viel länger dauert wie normal. Das heißt, bis er frisst, sozusagen, müssen wir ihn betreuen. Das kann sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und wenn er dann frisst, auch das dauert ziemlich lange. Und dann geht es ja eigentlich schon fast wieder von vorne los. Das heißt, da bleibt dann zwischendrin Zeit zum Ausruhen und zum Schlafen. Und dann geht es mit den üblichen Ritualen einfach wieder weiter. Ah, nein, einmal. Nein, nein, nein. Geh du mal raus. Das ist für ein Bubi. Du hattest dein Frühstück schon. Ja, geh du mal raus. Ja, die Futteraufnahme ist auch anders wie normal. Da, komm. Guck mal. Guck mal. Da. Nicht hier. Guck hier, da. Da. Guck, da. Normales Wasser trinkt er gar nicht. Das heißt, bis heute nicht findet er normales Wasser einfach, damit kann er nichts anfangen. Das heißt, da erschrickt er eher, wenn er aus Versehen mal den Kopf ins Wasser steckt. Genau, und das heißt, wir müssen aber den Flüssigkeitsbedarf natürlich stillen und müssen da improvisieren. Und deshalb kriegt er morgens und abends ein Spezialfutter, wo ganz viel Wasser mit drin ist und das Futter dann da drin eingeweicht wird. Also eingeweichtes Heu, Heukops nennt man das. Und alles mögliche andere, was sehr, sehr gut schmeckt einfach und er dadurch Lust auf dieses ja, Spezialwasser, auf sein Spezialshake sozusagen bekommt und somit kriegen wir die nötige Flüssigkeit rein. Ja, der Bubi ist ein sogenanntes Blauzungenkalb. Das heißt, seine Mama hatte während der Trächtigkeit die Blauzungenkrankheit. Die hat vor einiger Zeit in Deutschland ziemlich gewütet. Das heißt, das betrifft einige Kälber, die ja, in den letzten 1,5 Jahren geboren wurden. Und das wirkt sich vor allem bei dem ungeborenen Kalb auf das Gehirn aus. Das heißt, er ist ja, körperlich und geistig eingeschränkt. Also körperlich gibt es einige, also er ist einfach klein geblieben, ist entwicklungsverzögert, sage ich mal, das sind so die auffälligsten Dinge. Er sieht nicht viel oder man weiß nicht genau, was er sieht, aber vor allem hat er eine geistige Einschränkung, das heißt einfach ja, Dinge zu verstehen, umzusetzen und so weiter, fällt ihm ja, relativ schwer. Bubi, komm, guck mal. Bubi. Komm, Bubi. Schatz, komm mal her. Komm. Komm.
Bubi ist tatsächlich hier, weil die Familie, wo er herkommt, also der landwirtschaftliche Betrieb, sich selbst da um einen Platz bemüht hat. Das heißt, es gab einen Aufruf von der Landwirtin, dass ein kleines Kalb einen Platz sucht, was einen schwierigen Start hatte. Das war die einzige Information, die wir hatten, ohne genau zu wissen, was das bedeutet. Und eben halt das Bild von dem kleinen Bubi. Und das wurde mir von verschiedensten Leuten zugespielt über verschiedene Kanäle. Und ja, dem bin ich gefolgt, sozusagen diesem Aufruf, und habe dann den Landwirten angerufen und habe gesagt, ja, wir würden potenziell den Kleinen übernehmen. Und dann hat er mir schon so ein bisschen angedeutet, dass er ein bisschen besonders ist sozusagen, aber ich hatte natürlich keine Ahnung, was das am Ende bedeutet, und bin da völlig unbedarft hingefahren und habe den kleinen Bubi kennengelernt. Und da wurde mir natürlich schnell klar, dass er anders ist, aber gleichzeitig natürlich auch klar, wie besonders er ist, im positiven Sinne. Und in dem Moment war klar, oder sowieso, als ich schon hingefahren bin, war klar, wir werden den Kleinen auf jeden Fall übernehmen, egal was mit ihm ist. Oh. Ja, durch seine Behinderung kann man sagen, ist natürlich auch die komplette Körpersprache und die Wahrnehmung und die Interaktion mit seinen Artgenossen ja anders. Und ja, da ist die Natur natürlich auch grausam. Das merken natürlich die anderen Tiere auch, dass der speziell ist, und dann tendieren auch viele dazu, ihn auszuschließen. Also das erleben wir hier natürlich auch. Und vor allem kann er nicht entsprechend reagieren oder sich verhalten, wie das vielleicht ein anderes Rind erwartet. Und das führt automatisch zu Konflikten. Ja. Also er hat zum Beispiel überhaupt kein Gefühl für den persönlichen Raum eines Rindes. Und wenn ein Rind zum Beispiel entsprechend warnt oder eben signalisieren möchte, du kommst mir jetzt zu nah, dann bekommt er das gar nicht mit und hat da überhaupt keinen Sinn dafür und läuft dann zum Beispiel einfach in das Rind rein und muss dann natürlich mit einer relativ unsanften Reaktion von einem anderen Rind leben, sozusagen, muss damit rechnen. Und das führt natürlich zu Situationen, die auch schnell gefährlich für ihn werden. Achtung, Mara. Komm, Bubi, wir gehen hier raus. Hm? Hey. Komm, wir gehen hier. Komm, wir gehen mal in den Schatten. Hm? Ja, komm mal chillen. Hm? Und dann komm mal chillen. Okay. Also der Bubi lebt in einem barrierefreien Bereich. Das heißt, wir müssen natürlich sicherstellen, dass das alles sicher ist, dass es behindertengerecht ist sozusagen, dass ihm nichts passieren kann. Und er lebt im Moment mit der Alma zusammen. Das ist auch ein Kalb, was zumindest entwicklungsverzögert ist, geistig aber ja, gesund zu sein scheint. Und im Moment ist es so ein bisschen auf Probe. Ob das auf Dauer gut gehen wird, wird man sehen, wie sie sich auch entwickelt. Seinen vorherigen Kumpel, mit dem er eine Zeit lang zusammen gelebt hat, der ist ihm tatsächlich irgendwann davongewachsen und ist zu gesund geworden, sozusagen in Anführungsstriche. Und der musste dann in die Herde wechseln, weil genau das Problem eingetreten ist, dass er ihn dann irgendwann nicht mehr in Ruhe gelassen hat. Wir versuchen ihm so gut wie möglich Gesellschaft zu geben, aber da müssen wir halt immer ein bisschen reagieren und improvisieren. Ja, ich weiß gar nicht, ob mir das so einfach fällt, das in Worte zu fassen, was ich von Bubi alles gelernt habe. Also er inspiriert mich sehr, muss ich sagen. Einfach dadurch, dass seine Welt eigentlich ich sag mal, eine Art Slow-Motion-Welt ist. Also der Tagesablauf und all die Dinge, die er tut, die tut er einfach in einem
sehr, sehr langsamen Tempo. Und das ist eigentlich völlig zuwider in unserem normalen täglichen Ablauf. Ne? Also allein, wenn man irgendwo von A nach B läuft, ist der Mensch dazu geneigt, das in einem gewissen Tempo zu machen und man hat ein gewisses Ziel und muss das quasi in einer gewissen Zeit auch erreichen, sozusagen. Weil man hat ja wieder auch Folgetätigkeiten und so weiter, die man durchführen möchte. Und all das gilt für Bubi nicht. Das heißt, der läuft eben Schritt für Schritt und entdeckt bei jedem Schritt das Leben neu sozusagen. Und da gibt es keinen Plan und kein Ziel, sondern er ist quasi permanent präsent in diesem Moment, wo er gerade lebt. Und das ist, wenn man da sich darauf einlässt, sozusagen auf dieses Tempo, das ist sehr, sehr entschleunigend. Und es ist irgendwie auch so, ja, so inspirierend, weil er eben, man sieht, er guckt in alle Richtungen, er riecht, er hört. All das, was man sozusagen in jeder spirituellen Lehre gepredigt bekommt, lebt er einfach. Hörst du die Gänse? Und ich glaube, das hilft, wenn man sich so ein bisschen in seine Welt versetzt. Wir sehen das, was wir halt sehen oder das, was wir halt wahrnehmen, je nachdem, wie bewusst wir auch sind. Aber ich glaube, also wenn man sich seine Welt so ein bisschen vorstellt, wie er sieht halt einfach Regenbögen, Wasserfälle, Schmetterlinge und all das, so ein bisschen wie Alice im Wunderland, dann versteht man auch besser, wie er eigentlich so funktioniert. Und das ist eigentlich eine total schöne Welt, weil er wirkt dabei total zufrieden. Und das ist einfach so eine einfache Welt. Und ja, das ist einfach total inspirierend und schön, sich da anzuschließen, weil es einen total positiven Einfluss auf einen selbst hat. Okay. Schatz, nicht einschlafen. Lieber hinlegen und wieder krönen. Ja, es gab natürlich, oder mit einhergehen mit der Blauzungenkrankheit oder auch mit seinem ganz individuellen Verlauf sozusagen, gab es immer wieder Situationen, die sehr kritisch waren zum Teil oder sehr sorgenvoll. Und das passiert natürlich auch immer wieder, weil man natürlich vieles auch einfach nicht weiß. Auch die Ärzte wissen natürlich nicht alles, weil da einfach die entsprechende Erfahrung fehlt. Viele Blauzungenkälber werden gar nicht so alt wie der Bubi. Und er hatte natürlich auch schon viele Momente, sei es, dass er im Schlaf komplett abschaltet, sodass er überhaupt keine Körperspannung mehr hat zum Beispiel. Das für uns erstmal ein mega Schockmoment ist. Jetzt halt. Guten Morgen. Oh, hat dir gefallen? Dann der lange Prozess von der Flasche, die einfach auch schwierig war, weil der Saugreflex fehlt, auf normales Essen und Trinken. Funktioniert das überhaupt und können wir das dauerhaft irgendwie sicherstellen, dass er genug Flüssigkeit bekommt? Das sind natürlich so Themen, mit denen wir immer wieder konfrontiert sind. Dann auch natürlich körperlich Blutwerte und so weiter. All das wird permanent überwacht und ist mal besser, mal schlechter. Und natürlich ist das immer mit Sorgen und Behandlung und so weiter verbunden. Aber er hat es bisher immer geschafft und steht gut da. Und wir hoffen natürlich, dass das lange so bleibt. Aber wir wissen es natürlich nicht. Wir wissen nicht, wie lange was für eine Lebenserwartung er hat. Und deshalb nehmen wir einfach Tag für Tag. Und wir können mit Sicherheit behaupten, dass wir einfach jeden Tag genießen und das Beste aus jedem Tag machen. Gerade, ich glaube, das wird einem da nochmal bewusster, dass all das nicht selbstverständlich ist. Dass er frisst, dass er trinkt, dass er lebt. All das ist ein Geschenk und das wissen wir zu schätzen. Und deshalb genießen wir einfach jeden Tag und hoffen natürlich, dass wir ganz lang zusammen haben.